Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute geht es nicht um diesen M3, nicht um den Imola-roten, sondern ja, um den E92 M3 geht es auch nicht, aber der ist auch geil. Heute geht's, weil ihr euch das ja gewünscht habt, um den E46 M3. Und schaut euch mal an, was daneben steht. Das ist doch mal was, oder? So, hier steht das Schmuckstück, was aus Japan kam. Wir haben heute wieder ein bisschen... Naja, also wir wollten euch auf jeden Fall zeigen in dem Video. Wie schauen die Autos aus, die aus Japan kommen? Was sind vielleicht... was sind die Kosten? Was müsst ihr halt beachten, wenn ihr euch ein Auto aus Japan holen möchtet? Wie schauen die Autos aus? So optisch von oben. Wir gucken uns es auch noch von unten an. Gehen dann noch mal rum. Schauen uns den auch von innen an. Und weil es jetzt gleich dunkel wird, dachte ich mir, wir fahren fix noch schnell eine Runde und steigen mal ein. Es war auf jeden Fall bestimmt mal ein Drifter. Könnte ich mir jetzt. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Zu viel Tokyo Drift geschaut vielleicht. Ja. Oder zu viele West Coast Customs. Also hier drinnen sind auf jeden Fall ein paar Veredelungen vorgenommen worden. Ich habe auch schon hinten gesehen, können wir noch mal gleich schnell mitkommen. Hier wurde auch eine Rückfahrkamera verbaut. Ja. Das Fahrzeug ist übrigens Baujahr 2001. Vor Facelift. Die Rückleuchten, die wurden nachgerüstet. Und jetzt kommt doch mal auf die andere Seite rein, dass wir schnell noch mal eine Runde fahren, bevor es dunkel wird. Rein in die gute Stube. Das ist übrigens auch ein SMG. Da kommt man echt super an den Gurt ran. Der Wagen hat jetzt übrigens 180, hier, 46 M3. Da hat sich jemand richtig gegönnt. Jetzt musst du hören, vielleicht einen Moment. Ach, kommt noch was? Was? Kannst du das mal übersetzen? Ich habe gesagt, Konnichiwa, Amanakuim. Das Auto hat jetzt 189.000 Kilometer runter, ist aus dritter Hand und weil viele geschrieben haben, ja, sind die japanischen Autos nicht alle Rechtslenker? Nein, denn für die Japaner ist es nämlich ein Statussymbol, nicht Pol, ein europäisches Fahrzeug zu fahren und die genauso zu fahren, wie wir sie hier fahren. Und deswegen kaufen die sich auch Linkslenker. Es gibt zwar auch Rechtslenker, aber die Japaner haben auch viele Linkslenker. Und was an dem Markt auch richtig krass ist, also wer so auf spezielle Sachen steht, also wirklich spezielle Sachen, ist dort richtig gut aufgehoben, weil was es da auf den Auktionen alles gibt, das ist schon... Gibt geile Sachen, aber gibt auch ein paar Sachen, wo ich mir denke, ist schon sehr speziell. Und erschreckt euch nicht. Also dieses Auto hier, so sehen nicht alle Autos aus, die aus Japan kommen. Die Jungs wollten jetzt einfach bloß mal gucken, wie schaut ein Auto aus, was man günstig auf so einer Auktion dort ersteigern kann, um einfach mal zu schauen, in diesem Preissegment, wie sehen die Autos da aus, wie kommen die an. Also es gibt natürlich auch Autos, die könnt ihr für viel mehr, also ich darf leider den Preis von dem Auto nicht sagen, aber die könnt ihr für viel mehr Geld ersteigern und die sind auch in richtig krass, brutal guten Zuständen. Aber die wollten halt einfach mal sehen, okay, wenn man jetzt für günstiges Geld dort ein Auto ersteigert, in welcher Qualität kommen dann die Autos halt dann hier bei uns an. Jetzt gehen wir auf jeden Fall rein, weil draußen ist es nämlich ziemlich kalt und schauen uns das Auto mal zusammen von außen und von innen an. Also wenn wir jetzt gerade einmal drin sind, können wir uns den gleich auch mal von innen anschauen. Also der kriegt übrigens die Sitze aus diesem Kfz. Also die hier fliegen raus. Die stehen. Ja, die stehen da drüben. Kleines Projekt. Ja, auf jeden Fall wird der wieder richtig schön gemacht werden. Der hat ja jetzt 2 Sitze drin. Also der Fahrersitz, der sieht schon... Also ich denke, so ein bisschen Tokyo-Drift-mäßig schaut das hier drinnen schon aus. Was ich auch gerade schon gesehen hatte, ich glaube, das ist der Name vom Schiff wahrscheinlich, mit dem der hierher transportiert wurde, San Cristobal. Ja. Mit dem kam er hierher, da steht die Fahrgestellnummer. Nach Rotterdam kam er.
der silberne BMW. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen was zu machen an dem Auto, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt. Hier fehlt eine Niere, die Scheinwerfer, da kommen sowieso Originale wieder rein. Der hier ist undicht. Die erinnern mich an diese Ebay-Scheinwerfer, die du da kaufen kannst. Für den E36 gibt es die auch, wo die Blinker und die Scheinwerfer so zusammen sind. Hör auf, ey. Wenn ich das sehe, da muss man echt... Da gibt es noch ein Opferungsvideo, glaube ich, für die Scheinwerfer selber. Vielleicht will die auch jemand. Die Felgen sind auch ziemlich geil. Die haben die Jungs bestimmt dort auch schon mal angefahren. Mich haben auch viele gefragt, ja, warum kaufen denn die Jungs die Autos aus Japan? Also zum einen, weil die Japaner halt ihre Autos mega gut behandeln. Nicht alle, aber die meisten. Dann dort, wo sie die Autos herholen, also aus Tokio oder Nagoya, da ist relativ sonniges Wetter, also es gibt keinen Schnee und kein Salz. Das Einzige, wo ihr halt vielleicht Probleme haben könntet, wären jetzt zum Beispiel die Dichtungen, die durch die UV- oder Sonneneinstrahlung dann rissig oder spröde werden könnten. Oder jetzt zum Beispiel, wie ihr jetzt hier seht, dass die Teppiche oder vielleicht die Armatur dann ein bisschen ausgeblichen ist. Aber ihr habt keinen Rost. Und von unten zeige ich euch den ja auch noch. Sehen die halt tipptopp aus. Wie gesagt, die Rückleuchten wurden nachgerüstet, aber ansonsten, wenn ihr euch das Auto jetzt mal so vom Lack anschaut und von der ganzen Substanz von außen, Scheibenkühlung ist auch Geschmackssache, die würde ich auch, hier seht ihr das jetzt zum Beispiel an den Dichtungen, die haben schon ein bisschen gelitten, aber ich denke, die werde dann bestimmt auch noch wechseln. Vielleicht kann ich ja auch noch ein bisschen mitmachen. Mal gucken. Ja, Felgen bekommt er, wie gesagt, auch andere. Und wir können ja auch mal unter die Motorhaube schauen, wenn das... Ja. Schaut eigentlich von hier oben auch ziemlich gut aus. Die wurden auch noch nicht geöffnet. Können wir jetzt eigentlich mal schauen, ob er irgendeinen Unfall hatte. Da könnte man auch direkt dann noch mal hinten im Kofferraum schauen. Aber jetzt gerade so die Dome, also hier seht ihr, hier ist absolut gar kein Rost. Und auch von oben, finde ich, sieht der ziemlich sauber und gepflegt aus. Also kann man nicht meckern. Macht erstmal optisch einen richtig guten Eindruck. Wir können auch gleich nochmal hier im Kofferraum schauen, wie es hier aussieht. Hier jetzt auch bei den ganzen Nähten, die ihr habt, also da kann man nicht meckern. Das schaut alles noch original und ungeöffnet aus. Spaltenmaße hauen auch alle tippitoppi hin. Und was viele gefragt haben, wie man sich halt so ein Auto aus Japan ersteigern kann, das ist als Privatperson gar nicht so einfach, denn auf dieses Portal kommt man nur als Händler. Und am besten, wenn man halt vorhat, sich so ein Auto zu ersteigern, dann braucht man halt auch Kontakte vor Ort, weil das Auto muss ja auch irgendwie wieder hierher kommen. Und da ist es am besten entweder über den Herrn Max das zu machen oder über Far East Import. Die Jungs haben da auch richtig gute Kontakte und zwar läuft es dann so ab. Ich erkläre das euch mal so ganz grob, wie das abläuft. Und zwar sucht ihr euch dann auf dem Portal ein Auto raus, auf das ihr gerne bieten möchtet, gebt euer Gebot ab und dann dauert das erstmal die Zeit, bis ihr dann seht, ob ihr das Auto für das Gebot bekommt oder halt nicht. Es gibt ja auch immer Leute, die auch mehr bieten, ist halt wie überall sonst auch. Man kann sich vorstellen, wie auch auf eBay. Ja genau, wie auf eBay. Wenn ihr den Zuschlag bekommen habt, ist das Auto ja dann theoretisch erstmal eures. Dann muss sich in Japan halt jemand um diesen Export kümmern, dass das Auto entweder in einem Container hierher kommt oder es gibt die Variante, wenn das Auto selber fahren kann, dass es Roll-on, Roll-off halt auch selber auf das Schiff fährt und wieder vom Schiff runterfährt. Im Container kostet es so zwischen 4.000 bis 6.000 Euro und wenn das Auto selber fahren kann, dann so 2.500 Euro. Dann kommt das Auto aufs Schiff und das dauert dann so circa 2 Monate, bis es da ist. Dann kommen aber nochmal natürlich Gebühren drauf und zwar habt ihr dann noch Hafengebühren, dann möchte natürlich der Zoll noch was haben, dann gibt es noch Einfuhrumsatzsteuer, die möchte natürlich auch noch was haben. Ja, da geht dann auch nochmal ein bisschen Geld flöten. Da kommt auf den Preis, den ihr halt bei der Auktion für das Auto bezahlt habt, halt nochmal das alles drauf und dann
steht das Auto hier. Das war es aber noch nicht, denn die Autos müssen noch nach § 21 eine Vollabnahme muss noch gemacht werden, damit ihr das Auto auch zulassen könnt. Bei den Japan-Modellen ist es zum Beispiel so, die haben dort Linksverkehr, also ihr müsstet auf jeden Fall die Scheinwerfer umrüsten. Bei neueren Modellen ist es dann zum Beispiel noch so, dass ihr das Navi kodieren müsstet, weil die Sprache und die Karten dann alles auf Japanisch ist. Es sei denn, ihr könnt Japanisch, dann könnt ihr es auch einfach so lassen. Aber ansonsten ist alles gleich, weil die Autos sind europäische Autos. Das Einzige, was bei den Modellen anders ist, es nennt sich Heißlandausführungen. Die haben größere Kühler, also größere Öl- und Wasserkühler, aber ansonsten ist alles gleich. Die haben, wie gesagt, den Kilometer-Tachostand, die haben die EU-Abgasnorm, es ist alles das Gleiche, außer halt, wie gesagt, dass sie halt dort Linksverkehr haben. Sehr informatives Video, ich glaube, ich erzähle schon wieder ziemlich viel. Was ich noch vergessen habe zu sagen, beziehungsweise was auch noch informativ ist, die US-Modelle haben ja 333 PS und die haben aber trotzdem, wie normal auch, 343 PS. Was auch interessant ist zu wissen, bei den US-Modellen sitzt der Cut im Krümmer drin und bei den Japan-Modellen ist es genauso wie bei den Deutschen auch, dass halt die Cuts dann nach dem Krümmer kommen und wir haben auch noch, ich glaube in deinem Showroom haben wir, glaube ich, noch ein paar, da sind sie. Ich nehme die mal mit raus, weil das Licht hier drin nicht das Beste ist, dass ihr das nochmal hier im Licht euch anschauen könnt. So, hier draußen könnt ihr jetzt den euch nochmal anschauen. Also der ist direkt von BMW, hier habt ihr auch die Teilenummer und damit ihr das euch nochmal besser vorstellen könnt. Also beim US-Modell sitzt jetzt der Cut direkt im Krümmer drin und beim EU-Modell, das können wir uns dann nachher gleich nochmal anschauen, denn wir packen den ja für euch extra nochmal auf die Hebebühne. Dann kommt er so ungefähr mittig. Ich zeig's euch nachher. Und was halt besser ist bei den EU-Krümmern, ihr habt halt jetzt in dem Krümmer nicht den Hitzestau. Das heißt, der Abgasstrom kann halt eine viel höhere Geschwindigkeit aufbauen. Das heißt, eure Zylinder haben einen viel höheren Füllungsgrad. Im Ansaugtakt dann zum Beispiel, wenn die Abgase halt hier schneller durchkommen, dann kann viel schneller die Frischluft halt auch angesaugt werden. Ist halt einfach besser. Da gehen auch übrigens, denke ich, auch diese 10 PS verloren, die das US-Modell hat. Und deswegen bekommt unser E46 M3 auch noch das Baby hier. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich nämlich gerade gesehen habe, hier in der Beifahrertür, die Dichtung, die ist auch nicht mehr die beste und so schaut das dann halt auch aus. Seht ihr das? Kann man das sehen, ja, oder? Das kann man gut sehen. Die Dichtung ist fertig mit ihrem Leben. Und falls ihr es beim Reinfahren schon gesehen habt, der wurde hier am Radlauf, man erkennt es eigentlich, doch, ich glaube, man erkennt es auf der Kamera, oder? Ja, so man sieht das, hier, Tür ist hier heller schon, und das hier ist dunkler. Ja, dass er nachlackiert wurde. Hier hat sich jemand auch schon mal genau dieselbe Mühe gemacht wie ich beim 435 und hat die Schrift nachgemalt. Ja, bevor wir jetzt weiter rumreden, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ihr könnt auch sehen, die haben auch die europäische Bremsanlage drauf, jetzt nicht wie das US-Modell. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie der von unten ausschaut. Also hier seht ihr jetzt einmal die Cuts der europäischen Version und hier vorne sind dann unsere Krümmer, die wir jetzt nicht sehen. Schaut euch auf jeden Fall hier mal das Auto an. Also rosttechnisch, da kann man überhaupt gar nicht meckern. Ankerblech, der Achsschenkel, der Querlenker, der Stabi, also hier ist überhaupt gar kein Rost. Ein bisschen Flugrost, aber schaut euch alleine mal schon die Muttern an und die Schrauben an. Das ist echt krass. Hier die Bremsleitung. Da kann man nicht meckern. Das schaut richtig, richtig gut aus. Wichtig ist ja auch noch beim E46 M3, da reißen ja auch gerne die Hinterachsaufnahmen aus.
und haben dann gerne halt so Risse bzw. auch Haarrisse. Aber das schaut hier, ich hoffe ihr seht es. Ja, mit der Kamera ist schwierig, aber Das schaut ja alles richtig gut aus, vor allem das Differential. guck mal hier die Befestigungsschrauben von den Querlenkern. Wenn jetzt nicht mal ein Tropfen Öl, hier Sift, nix, hier ist da ist nichts. Gar nichts. Guck, und jetzt sind wir genau da, was ich vorhin gesagt habe. Nur weil er so aussieht, Wie ein Drifter? wie so eine abgefuckte Karre, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich auch so war. Also es kann sein, dass da irgendein, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, Fettsack drin gesessen war, der sich wahrscheinlich nicht mal getraut hat, 100 mit dem Auto zu fahren. Aber, weißt du? Ja, wo du das jetzt auch gerade sagst, die haben ja auch Geschwindigkeitsbegrenzungen dort. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 120 oder 140 ist, auf jeden Fall dürfen die auch nicht so schnell fahren. Also die Autos werden jetzt auch nicht im Grenzbereich dort bewegt. Klar, jetzt wahrscheinlich im unteren Bereichen werden sie, denke ich, schon mal geprügelt, aber dass sie jetzt Anschlag 200 fahren, ist nicht so. Aber Anschlag 300, wenn du. nee, aber die schauen echt richtig, richtig cool aus. Und ich denke, wenn man da jetzt noch ein bisschen Liebe, Zeit und ein bisschen Geld noch einsteckt, hat man hier einen richtig guten E46 M3, eine richtig geile Basis, mit der man lange Spaß haben kann. Also von unten ist das Auto einwandfrei. Also da kann man wirklich nicht meckern. Da habe ich schon schlimmere Autos gesehen als das. Nein, der ist auch gut von unten. Eine andere Frage wäre jetzt bloß, ist das Auto dann für dich? Ja, wir haben schon wieder, also wie gesagt, da gehört ja auch der Ilkay dazu, also der Mann von Far East Imports. So mein Bruder in den Sachen hier Import, und er ist ja auch so ein bisschen gerade dabei, wir wollen professioneller das Ganze aufziehen, weil es einfach geil ist. Der Markt ist so Hammer, und das ist einfach schön, solche Autos wie der jetzt so bekommen, weil wenn du mal die hier so ein Auto kaufen willst, selbst ein E30 oder E34 oder E36, die sind alle am Arsch, alle vergammelt, alle verpfuscht. Und guck jetzt an, 20 Jahre und die Hinterachse schaut aus, als wäre sie gestern oder vorgestern vom Band gelaufen, weißt du? Ihr habt ja auch gesagt, dass wir noch mehr Projekte zum Abfilmen bekommen. Da kommen wir jetzt Und da noch. seht ihr dann nicht nur, jetzt sage ich mal, ein Projekt, was in einem schlechten Zustand ist, sondern auch Autos, wo man mehr ausgibt, die in einem Zustand sind, wo euch, denke ich, die Augen ausfallen werden. Aber da, wenn die Autos am Hof stehen, da denkst du dir dann schon, verdammt, ich brauche mehr Geld. Aber seid gespannt, das kommt noch. Aber ihr wolltet ja zu dem Auto die ganzen Fakten wissen, wie das alles so abläuft. Da wären wir schon am Ende von dem Video angelangt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ich habe das jetzt alles bloß grob angerissen. Wenn ihr wirklich selber Interesse habt an so einem Fahrzeug, meldet euch entweder bei Max oder bei den Jungs, die ich euch in die Infobox packe. Ansonsten könnt ihr trotzdem die Fragen in die Kommentare stellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!